Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu OpenSense. Heute machen wir sehr viel Sense aus unserer OpenSense. Es tut mir leid für das Wortspiel, es musste irgendwann mal sein. Ihr versteht es hoffentlich. Genau, wir wollen heute WireGuard installieren, denn ja, häufig gibt es Probleme mit OpenVPN. WireGuard ist eine einfache, schnelle Lösung für ein VPN-Protokoll. Es soll viel einfacher zu konfigurieren sein als IPsec, deswegen den Teil haben wir hier komplett übersprungen. Und IPsec möchte man auch wirklich nicht konfigurieren. Und es soll aber gleichzeitig auch ein bisschen schneller und stabiler sein als OpenVPN. Vor allem schneller. Und das ist das Ziel. Also IPsec ist normalerweise schneller. OpenVPN ist normalerweise einfacher zu konfigurieren. WireGuard möchte so ein bisschen Best of both worlds. Und ich kann schon mal spoilern, es gibt Probleme mit WireGuard unter OpenSense. Die sind allerdings in den meisten Fällen nicht ganz so dramatisch. Außer ihr führt wirklich ein Großunternehmen, dann ist es definitiv keine Option für euch, das sage ich gleich vorweg. Aber das liegt nicht an WireGuard, sondern es liegt an dem WireGuard-Plugin für OpenSense und vielleicht habt ihr da auch eine Custom-Lösung. Oder ihr habt einfach mehrere OpenSenses, wenn das Sinn macht, und habt dann darüber die Möglichkeit, das zu machen. Aber im Endeffekt muss man WireGuard leider immer neu starten, nachdem man einen neuen User angelegt hat. Sprich, wenn man häufig Neuzugänge hat ins Team, häufig neue Leute, neue Mitarbeiter, vielleicht Gastmitarbeiter, denen man immer den Zugriff anlegen muss, dann dauert das. Beziehungsweise dann muss man für alle anderen auch die Verbindung resetten und wenn dann halt gerade jemand am Arbeiten ist, wird er rausgeschmissen. Dementsprechend bitte habt das im Kopf, aber in den meisten Fällen, wenn ihr zum Beispiel 1, 2, 3 Verbindungen habt, irgendwie ein privates Projekt oder sowas oder vielleicht sogar ein größeres privates Projekt, ja, dann ist das überhaupt kein Thema, dann funktioniert das WireGuard-Plugin, finde ich zumindest, super unter OpenSense und deswegen möchte ich euch dieses Video zeigen. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41 Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, wir wollen WireGuard zum Laufen kriegen und dazu müssen wir uns erstmal WireGuard natürlich installieren. Das heißt, was ihr als allererstes machen müsst, ist sowieso erstmal auf Updates checken und falls ihr welche habt, dann sollten die auch durchgeführt werden. In meinem Fall sind keine vorhanden. Wenn ihr das gemacht habt, landet ihr automatisch unter System und Updates bzw. Status, je nachdem wo ihr wart. Und dann, wenn ihr die Updates gemacht habt, müsst ihr eventuell neu starten. Okay, wenn es aber keine gibt, beziehungsweise ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier unter die Plugins gehen, denn WireGuard ist als Plugin verfügbar und wir haben hier einmal OS WireGuard und können hier einmal auf Installieren gehen. Ja, das Ganze dauert kurz, braucht allerdings nicht allzu lange und führt dazu, dass ihr hier unter VPN, nachdem ihr neu geladen habt, unter VPN, den WireGuard zur Verfügung habt. So, jetzt wollen wir natürlich als allererstes mal WireGuard enablen. Und damit haben wir den Service sozusagen gestartet. Und jetzt können wir anfangen, einen Server zu erstellen. Das heißt, bei uns auf dem Server etwas, das Verbindungen annimmt. Und einen Endpoint, das heißt einen Client, der sich mit uns verbinden kann. Zusammengefasst wird das hier drüben in der List Configuration. Und unter Handshake sehen wir die aktiven Verbindungen. Okay, wichtig, im Gegensatz zu OpenVPN, das ja ein User-Protokoll ist, läuft WireGuard auf Schicht 3. Das heißt, es wurde eigentlich geschaffen, um IPsec zu ersetzen. So ein bisschen. Und ja, WireGuard ist halt deutlich weniger schwer zu konfigurieren, aber es ist dafür, also was heißt aber, es ist deutlich einfacher zu konfigurieren als IPsec. Und trotzdem deutlich schneller als OpenVPN. Das heißt so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Was eigentlich ganz geil ist. Und ja, wir fangen einfach mal an mit Local. Unter Local erstellen wir uns einen Server. Das heißt, die Konfiguration sozusagen, die bei uns auf dem Server dann am Ende läuft. Und unter Endpoints erstellen wir, wie gesagt, die Clients. Wir gehen hier einmal auf das Plus.
und sagen hier, was hier drin sein soll. Wir nehmen einfach mal den WireGuard OpenSense als Namen. Völlig egal, was ihr da eintragt. Public Key, Private Key lassen wir frei, dann werden sie neu erstellt für uns und genau das wollen wir ja. Der Listen-Port ist standardmäßig 51820, kann man aber hier auch gerne mal eintragen. Das ist eben der Default-Wert für WireGuard, so rum. Und ja, das sind eigentlich so die ersten wichtigen Optionen. So, und jetzt zur Tunneladresse bzw. Tunnel Address. Hier haben wir nicht nur die Adresse, die uns zugewiesen wird, wenn wir das Ganze hier machen. Die soll dann für uns, also wir haben bei OpenVPN 10.2.42 uns zugewiesen. Würde ich vorschlagen, nehmen wir hier einfach 10.2.43. Und am Ende soll für uns hier die 1 stehen. Das ist die IP-Adresse, die wir für OpenSense ganz gerne hätten. Also das ist dann am Ende die OpenSense IP-Adresse. Wir können hier allerdings noch das Netzwerk definieren, wie groß das bitte sein soll. Und hier definieren wir uns einfach ein 24er Subnetz. Das heißt, alles in unserem Netzwerk startet mit 10.2.43. Und zum Beispiel eine gültige IP-Adresse für meinen Client wäre dann 10.2.43. 42. Ja, die werden wir dann nachher für unseren Client festlegen. OpenVPN weist selbst die IP-Adressen zu. Das geht über DHCP, das wisst ihr. WireGuard macht das nicht. Das ist ein Layer-3-Protokoll. Das heißt, die sprechen sich nicht ab, wer welche IP-Adresse hat. Es wird davon ausgegangen, dass wir eine IP-Adresse haben. So, und die müssen wir dann eben fest zuweisen, aber sie muss trotzdem innerhalb dieses Fensters liegen, damit das gültig ist. So, jetzt muss ich kurz spicken gehen, weil die IPv6, das Subnetz kann ich doch noch nicht ganz auswendig, fast. Unsere IPv6-Adresse sollte natürlich in unserem Subnetz liegen, das heißt, wir starten mit 2A01, dann 4, ich habe Wurstfinger heute, 4F9, anschließend kommt 6B, dann 3503, das ist quasi das 64er Subnetz, das wir zugewiesen bekommen haben. Jetzt wollen wir hier aber hergehen und eine ganz spezielle Adresse verteilen an unseren WireGuard-Server. Und das machen wir mit, also nochmal zum Vergleich, wir haben OpenVPN 4 ausgegeben. Lasst uns doch hier einfach mal AAAB nehmen. Und dann sagen wir hier Doppelpunkt, Doppelpunkt, füll alles mit Nullen auf und am Ende bitte eine 1. So, das ist für uns eine gültige IP-Adresse, die wir am Ende als als WireGuard-Server bekommen. Und wir wollen, dass das Subnetz, in dem IPv6-Adressen gültig sind, hier ein 80er Subnetz ist. Das ist quasi das, was wir dann am Ende auch akzeptieren können. So, und ja, damit passt das erstmal alles. Peers haben wir noch keine, die müssen wir erstmal anlegen und dann stimmt das auch. Disable Routes wollen wir selbstverständlich nicht haben. Wir klicken hier auf Save, damit speichern wir nur unsere Konfiguration. Sie wird aber noch nicht angewendet und deswegen können wir hier einmal kurz auf Apply drücken. Und damit ist jetzt erstmal die erste Konfiguration fertig. Ihr seht das hier drüben in der List Configuration. Haben wir hier auch den Public Key, den Private Key, der wird nicht angezeigt, und den Listening Port nun verfügbar. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu den Endpoints und machen dort einen Client fertig. Und den machen wir sehr ähnlich wie den Server. Wir sagen hier WireGuard Client dazu. Und hier drin muss der Public Key liegen. So, jetzt haben wir ein Problem, wir haben noch keinen Public Key. Und deswegen gehen wir hier einmal kurz auf WireGuard, das brauchen wir gar nicht, auf wireguard.com, einfach ganz normal. Hier auf Installation findet ihr für wirklich jedes System irgendwie einen Installer. Das könnt ihr einmal kurz durchmachen. Und dann habt ihr im besten Fall eine Software, die sich WireGuard schimpft bei euch installiert. Also als euer PC. Das müsst ihr nicht auf dem Server machen, das muss jeder machen, der sich quasi mit dem Ding verbinden möchte. Das ist wie OpenVPN Connect, nur in halt besser. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Okay, genau, jetzt kann ich hier einmal kurz das Ganze aufmachen. Ignoriert bitte die beiden, die hier schon drin sind. Ich benutze die halt gelegentlich auch. Ich benutze es gelegentlich auch einfach so. Und genau, jetzt gehen wir hier unten auf Tunnel hinzufügen. Wir wollen den Tunnel nicht aus einer Datei importieren, das haben wir nicht, sondern wir wollen einen leeren Tunnel hinzufügen. Also nicht hier vorne draufklicken, sonst öffnet sich direkt der Import, sondern hier auf dem Pfeil und dann einen leeren Tunnel hinzufügen. Und dann tut sich Folgendes ganz toll auf, nämlich hier ein öffentlicher Schlüssel. Und den wollen wir kopieren. Das ist nämlich jetzt unser öffentlicher Schlüssel, den wir bei uns generiert haben, den wir angelegt haben für uns. Und der Private Key, keine Sorge, ich ersetze nachher natürlich alle Verbindungen bei mir. Der Private Key ist im Endeffekt das, was nur hier auf diesem Ding bleibt. Aus dem Private Key kann ich den öffentlichen Key erstellen,
während aus dem öffentlichen kann ich den Private Key nicht mehr erstellen. Ihr kennt das Ganze vielleicht. So, diesen Public Key, den trage ich hier ein. Nicht den Private Key, auf keinen Fall den Private Key eintragen, sondern nur den Public Key hier oben drin kopieren, nicht hier unten, und den hier oben eintragen. Okay, das ist jetzt im Endeffekt die Verknüpfung. Das heißt, damit weiß WireGuard auch, was für eine Verschlüsselung hier zustande kommen soll, beziehungsweise was für die oder was zum Verschlüsseln benutzt werden soll. Mit dem Public Key kann ich verschlüsseln, mit dem Private Key kann ich entschlüsseln. Damit kann ich dann auch als Client, also hier lokal bei mir quasi, auch wieder entschlüsseln. Gut, jetzt wollen wir hier noch ein paar Allowed-IPs haben, oder vergeben, besser gesagt, beziehungsweise zwei, eine IPv4 und eine IPv6. Wie gesagt, das Ganze ist ein Layer 3 Protokoll und ich muss direkt zuweisen, welche IP-Adresse ich bekomme, wenn ich mich einlogge. Das heißt, ich behalte dann noch tatsächlich eine feste. Und dementsprechend sollte man hier 32er Subnetze vergeben, damit ich nur eine IP bekomme. Und ja, in meinem Fall wird das die 10.243. Klar, das muss so sein, sonst ist es eine ungültige IP. Und ich habe mir jetzt hier einfach mal die 42 ausgesucht. Ich kann aber auch die 2 nehmen, wenn euch das einfacher fällt am Ende. Nicht 31, 32 wollen wir. Das waren meine Wurstfinger wieder. Und genau, das wird dann unsere IP-Adresse hier. Also das hier vorne wird meine IP-Adresse, die ich bekomme. So, das speichern wir, indem wir Komma drücken, und wir wollen das Ganze noch als IPv6-Adresse machen. Das heißt, wir sagen hier 2A01 Doppelpunkt 4F9 Doppelpunkt 6B Doppelpunkt und dann haben wir noch 3503, das ist unser 64er Subnetz. Dann haben wir gesagt, AAAB ist unser Subnetz, das wir für WireGuard verwenden wollen, und dann weisen wir hier Doppel 42 zu. Damit bekomme ich im Endeffekt die IP-Adresse mit der 42 am Ende in einem 128er Subnetz. Das heißt, es ist wirklich nur genau diese eine IP-Adresse, die ich hier bekommen kann. Wunderbar. Und damit haben wir es eigentlich auch schon. Das ist meine Konfiguration für den WireGuard Client. Der Rest kann gerne einfach leer bleiben. Wir klicken hier auf Save und dann auf Apply. So, und jetzt könnt ihr das Ganze mal überprüfen, bitte. Denn unter List Configuration, achso, ja, richtig, genau. Das muss applied sein, das muss applied sein. Dann muss ich hier einmal kurz meinen WireGuard neu starten. Und neu gestartet. So. Ich bin aber auch doof heute. Ich muss einmal kurz noch unter den Server gehen. Wir hatten hier nämlich noch ein paar Peers, die wir einrichten müssen. Erstens mal, kopiert euch, wenn ihr hier diese lokale Konfiguration von eurem Server editiert, kopiert euch direkt den Public Key raus, den werden wir gleich noch brauchen. Das zweite ist, wir müssen hier unten noch den Peer auswählen. Und das ist jetzt unser WireGuard Client. Das war vorher leer. Hier können wir jetzt auswählen, nämlich den Client, den wir gerade erstellt haben. Das heißt, der hier unter Endpoints ist. Wir klicken auf Save und dann auf Apply. Und dann sind die beiden auch verknüpft. Das heißt, mein WireGuard Server weiß jetzt, dass das hier ein gültiger Client ist, der sich mit diesem Server hier verbinden darf. Ich kann hier mehrere haben. Ich kann die nachher auch separat einrichten und so weiter und so fort. Cool. Okay, und jetzt sollte bei euch in der List Configuration auch dieses Peer hier eingetragen sein. Das war gerade so der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt noch nicht. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Interface. Das ist erstmal alles, was wir brauchen. Das ist unser Server. Und wir haben ein Peer. Das ist quasi genau das, was hier in Endpoints definiert ist. Das darf sich damit verbinden. So. Jetzt habt ihr euch hoffentlich hier den Public Key rauskopiert, den werden wir jetzt nämlich brauchen. Und zwar müssen wir hier jetzt einmal die Konfiguration editieren. Hier steht zwar jetzt Interface dran, aber das ist noch lange nicht alles, was wir brauchen. Und wir können hier tatsächlich einmal kurz den Public Key vom Server zwischenspeichern. Und dann gehen wir hier einmal kurz auf WireGuard, auf die normale Homepage. Und hier unten, das ist das, was normalerweise ein Server als Konfigurationsdatei hat, sieht bei uns gleich aus. Das ist das, was hier drüben unter List Configuration stand. Aber das hier unten ist die Konfiguration, die wir auf unserem lokalen PC machen müssen. Also bei uns in WireGuard, das Ding hier. Und hier sehen wir Interface und Public Key drin. Und wir kopieren uns das jetzt einfach mal und fügen das dann im Endeffekt so rein. So, der Private Key hier oben, der muss hier übernommen werden. Einmal so machen, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Und das ist der Public Key von unserem Server und den kann ich einfach hier unten bei Public Key einfügen. So, das ist quasi erstmal meine Standardkonfiguration. Und ja, jetzt habe ich hier alles, was ich brauche. Das heißt, mein Interface hat einen Private Key, das ist das, was lokal bei mir läuft und geht von Port 21841 aus. Das kann uns völlig egal sein, eigentlich, das ist der Standard einfach hier.
Es ist auch in Ordnung so. Das hier unten, der Peer, also das ist das, was der Server hier ist, weil wir das lokal bei uns machen, ist ein bisschen verwirrend. Bei mir auf dem PC ist der Peer der Server und das Interface bin ich. Auf dem Server ist das Interface der Server und das Peer ist der Client. Ja, das muss man immer im Kopf behalten. Gut, jetzt hier der Peer. Der Public Key stimmt, der Endpoint stimmt aber noch lange nicht. Der Endpoint ist nämlich logischerweise die IP-Adresse von meinem OpenSense, also hier drin, das passt erstmal, das kann ich hier so erstmal canceln, beziehungsweise applyen hier auch einmal, falls ich es noch nicht getan habe, weiß ich nicht genau. Und wenn ich hier auf dem Dashboard bin, dann sehe ich ja hier meine öffentliche IP-Adresse, die kann ich einfach mal rauskopieren. Das ist meine IP-Adresse, die auch hier auf der Domain hinterlegt ist. Und die trage ich hier mal als mein Endpoint ein. Achte darauf, bei IPv6 muss das Ding in eckige Klammern gepackt werden. Das heißt, das ist meine öffentliche IP-Adresse und die muss als Endpoint hinterlegt werden. Port passt auch. Und bei den Allowed IPs trage ich jetzt für den Peer ein, was der haben darf. So, vielleicht ganz kurz ein bisschen ausgeholt hier. Welche IP-Adressen darf denn mein Peer bekommen? Also, welche IP-Adressen darf der Server für mich lokal haben? Wenn ich das hier auf 0000/0 stehen lasse, dann bedeutet das, alle IP-Adressen, die es gibt, werden dem Server zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch alle Webseiten, die ich aufrufe, werden an erstmal den WireGuard VPN geleitet. Das kann man so machen. Das ist absolut eine legitime Konfiguration. Das kann durchaus passieren, dass das sinnvoll ist. In meinem Setup ist das aber eher nicht sinnvoll, denn ich will nicht ins Internet über WireGuard. Ich will nur, dass das lokale Netz von WireGuard mir hier bei mir auch zur Verfügung gestellt wird. Sprich, was mache ich? Naja, ich sage bitte, nur das, was mit 10 anfängt, geht an den WireGuard-Server und alles andere geht halt ganz normal wieder übers Internet rüber. Ja? Und dementsprechend packe ich hier die 10 vorne dran und sage hier ein 8er Subnetz. Das heißt, alles, was mit 10 anfängt, startet halt, indem es durch WireGuard an den Server geht. Und alles, was nicht mit 10 startet, geht ganz normal ins Internet. So habe ich quasi meine Verbindung. Okay, jetzt möchte ich hier allerdings auch noch als Allowed IP etwas anderes eingeben. Und zwar, ich möchte hier eigentlich auch als Allowed IP drin, beziehungsweise als IP-Adresse, die weitergeleitet wird, alles mit IPv6 drin haben, was in dieses 64er Subnetz reingeht, das der Server eben bekommen hat. Alles andere nicht. Nur das soll eben da durchgehen, weil ich dann mehr Privilegien habe. Im Endeffekt kann man so sagen, weil WireGuard kann ich ja hier in der Firewall anders behandeln als der öffentliche Traffic. Darum geht's ja im Endeffekt. Und ja, was ich jetzt mache, ist im Endeffekt, ich sage, hey, alles, was mit meinem Subnetz oder mit meinem 64er Subnetz zu tun hat, geht bitte direkt durch WireGuard an eben in dem Fall die OpenSense. Und das ist ein komplettes 64er Subnetz, das ich hier durchleiten möchte. Alles, was nicht damit anfängt, geht ganz normal ins Internet. So muss ich mich da quasi nicht drum kümmern. Denn ja, der Internetzugriff soll ja hier gar nicht drüber verfügbar sein. Okay, und was wir jetzt machen, ist im Endeffekt, wir speichern das Ganze. Achso, ja, ein Name, selbstverständlich. Ein Name. WireGuard Tuts. So, völlig egal, wie wir das Ding hier nennen. Wobei, wir machen es mal klein. WireGuard Tuts. Okay, cool. Und das speichern wir und dann haben wir hier dieses WireGuard Tuts. Und ja, wir gehen einmal kurz hier drauf und gehen mal hier auf die Handshakes. Das ist interessant, dass das schon da ist. Okay. Machen hier mal aktivieren und wir sehen, dass wir da sind. Also die Verbindung ist aufgebaut. Allerdings, was passiert, wenn ich das hier neu lade? Bei den Handshakes ist nichts, bei List Configuration ist nichts. Gut, das hier ist zwar da, aber ich kann hier nichts mehr sehen. Und wenn ich jetzt hier auf die OpenSense gehe, dann sehen wir, oh, die ist nicht mehr erreichbar. Was ist also passiert? Nun, ihr werdet feststellen, wenn ihr es mal ausprobiert, dass ihr auch nicht mehr pingen könnt. Dass ihr quasi gar nichts mehr machen könnt. Und das liegt ganz einfach daran, dass WireGuard für euch eine neue Firewall-Gruppe erstellt hat. Und deswegen müssen wir erstmal sagen, wir lassen alles durch. Also alles standardmäßig durch. Und das machen wir hier unter Rules WireGuard Group. Ihr seht hier übrigens auch, dass es bei OpenVPN dabei ist. Das ist aber automatisch alles erstellt worden. Und wenn wir hier bei WireGuard sind, dann können wir hier, also dann haben wir hier erstmal keine Regeln, sprich es wird erstmal alles geblockt. Und also hier oben steht es auch
genauer definiert, all incoming connections on this interface will be blocked until you add a pass rule. Exceptions for automatically generated rules may apply, aber es gibt keine automatisch generierten Regeln. Dementsprechend wird jeglicher Traffic, der hierher kommt, blockiert. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Dementsprechend sagen wir hier, wir machen eine neue Regel. Wir sagen ein Pass für die WireGuard Group, für das Interface WireGuard Group, Direction in, aber auf IPv4 und V6. Und das ist okay. Das heißt, wir lassen alles reinkommen und filtern da gar nichts raus. Und wenn wir das Ganze andersrum machen, nämlich outgoing, sagen wir hier auch IPv4 und IPv6, machen wir auch ein Pass. Das heißt, auch hier wird alles, was reinkommt und rausgeht, wird jetzt hier freigelassen. Also der Traffic darf einfach durch und wird von der Firewall nicht blockiert. Ihr seht es hier an den beiden verschiedenen Pfeilen. Das heißt, nicht nur der Incoming Traffic, sondern auch der Outgoing Traffic wird hier komplett gepasst. Das heißt, er wird grün, wird pass, genau, pass hier, dankeschön. Er wird durchgelassen. Okay, vergesst nicht hier oben auf Apply Changes zu gehen, sonst funktioniert hier gar nichts. Und ja, jetzt gehen wir nochmal her und verbinden uns mit WireGuard, aktivieren das Ganze und wir sehen hier drüben dann unter VPN WireGuard. Jetzt können wir auch tatsächlich, na komm schon. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal kurz deaktiviert für euch und wir sehen aber unter Handshakes, dass wir hier zumindest was bekommen haben, ja. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall eine Verbindung. Unter List Configuration können wir das auch nochmal sehen und unter Endpoints können wir, wobei, da sehen wir es nicht, aber unter List Configuration könnt ihr auch tatsächlich sowas nochmal sehen, so eine kleine Mini-Zusammenfassung. Allerdings habe ich eine Sache vergessen und zwar bei WireGuard bei uns lokal. Wir haben vergessen, uns die Adressen rauszuschreiben und das können wir hier einmal ganz kurz machen, indem wir hier einfach Copy drücken und bei WireGuard hier unten auf Bearbeiten gehen und anschließend können wir hier Adressen festlegen. Und das wäre hier einmal die Address ist gleich, schreibt sich glaube ich mit Doppel-D. So rum. Address ist gleich. So, und jetzt packe ich die hier einfach rein. 10, 2, 43, 42, 32. Das ist genau die wir hier gerade kopiert haben. Und hinten dran machen wir ein Komma. Und dann haben wir hier 201, bla bla bla, die 42 am Ende. Klicken hier auf Speichern. Und ja, dann haben wir hier die Adressen drin und können hier nochmal auf Aktivieren gehen. Und jetzt bekommen wir auch wirklich die Adressen zugewiesen, die wir zugewiesen bekommen sollen. Und jetzt kriegen wir hier auch ein paar Kilobyte an Daten. Das wäre quasi der Verbindungsaufbau. Und wenn wir jetzt hier auf Handshakes gehen und das Ganze mal neu laden, sehen wir hier, aha, neu laden funktioniert trotzdem, auch wenn ich einen Deep Reload mache. Und wenn wir mal eben in die PowerShell wechseln, hier ist sie, dann kann ich hier auch beziehungsweise die IP von der OpenSense pingen. Und zwar in meinem lokalen Netzwerk. Also 10.1. Nein, stimmt nicht, oder? Doch. 10.2 war das. 10.2.43. Punkt 1 wäre das. Und das wäre die OpenSense. Also das ist die IP-Adresse der OpenSense, die wir zugewiesen haben. Und wir sehen hier, die kommt an. Das ist quasi jetzt in meinem lokalen Netzwerk. Und ich kann darauf zugreifen. Was wir auch machen können, beziehungsweise was wir zumindest mal gucken können, wäre hier in der GUI nachzugucken. Also die GUI funktioniert offensichtlich übrigens auch. Was wir hier auch machen können, ist, wir gucken mal nach der 10.2.111.1. 10, also Ping sollten wir vielleicht trotzdem. 10.2.111.1. Und wir sehen auch hier, diese virtuelle Maschine ist jetzt für mich erreichbar. Die 10.2.111.1. Brich's ab, komm. 10.2.111.1, also das, was über das VLAN für mich erreichbar ist, das kann ich jetzt auch über die OpenSense ansprechen, beziehungsweise über meinen WireGuard VPN. Und jetzt habe ich natürlich die tolle Möglichkeit, ich kann meine Firewall so konfigurieren, dass niemand, der nicht in der WireGuard Group drin ist, einfach keinen Zugriff hat auf all das hier. Das heißt, dass man nur noch hier Zugriff bekommt, weil die Firewall das quasi fallen lässt, wenn es nicht so ist, wenn man in WireGuard drin ist. Ja, und das ist genau das, was wir hier haben wollten. Und in dem Fall war es das auch schon wieder. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. WireGuard, wie gesagt, die schnellere Möglichkeit, aber vom Plugin her nicht ganz so elegant gelöst wie das OpenVPN-Plugin. OpenVPN dafür sehr, sehr langsam. Und IPsec habe ich noch nicht mal vorgestellt, weil die Konfiguration sehr, sehr komplex ist. Genau, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!